Wisente, die engsten Verwandten des amerikanischen Bisons, kamen früher in ganz West- und Mitteleuropa, aber auch im Osten bis weit nach Sibirien hinein vor. Heute sind die letzten freilebenden reinrassigen Exemplare auf das Quellgebiet des Narew südöstlich Białystok beschränkt, auf die Urwälder und Sümpfe von Białowieża, beiderseits der russisch-polnischen Grenze. Dieser Urwald ist ein herrlicher Mischwald aus Kiefern, Tannen, Eichen und Birken. Er schließt Hügel mit ein, ebenso offene Wiesen. Dort sind sie im Frühjahr und Sommer zu finden. Im Herbst ziehen sie in die Sümpfe. Sie leben von Gras und Blättern, der Rinde von Weiden und Pappeln und im Winter vor allem von Eicheln, die sie besonders schätzen. Wie die Bisons sind auch die Wisente Urbilder elementarer Kraft. Alte Bullen erreichen eine Schulterhöhe von 2 Metern und werden bis zu 850 Kilogramm schwer. Ihre Stirn ist, wie es der polnische König Sigismund einmal selbst ausprobierte, so breit, dass sich zwischen die Hörner bequem 2 Männer setzen könnten. Was allerdings nicht ratsam ist, denn sie pflegen ihre Opfer in die Luft zu schleudern und dann mit den Hufen zu zerstampfen. Untereinander sind sie verträglich. Nur wenn es im Herbst in der Brunft um die Kühe geht, wird hitzig gekämpft. Dann geifern und stampfen und funkeln sie sich an, wie die leibhaftigen Teufel, stürmen aufeinander los, versuchen sich umzustoßen, wegzuschieben oder in die Knie zu zwingen. Ernste Verletzungen sind aber auch bei diesem urigen Schauspiel höchst selten. Zur Geburt ihrer Kälbchen sondern sich die Kühe von der Herde ab und ziehen sich in das Dickicht des Waldes zurück. Oft werden sie von einer zweiten Kuh, einer Art Hebamme, begleitet. Bereits 1,5 Stunden nach der Geburt stolpern die Kleinen ihren Müttern hinterher. Und nach 2 Wochen präsentiert die Mama ihren Nachwuchs schon stolz der Herde. Dass sie ständig hungrig sind, ist völlig in Ordnung. Und dass sie echte, wilde Wisente sind, zeigt schon jetzt ihr Temperament. Wisent-Kühe sind bereits mit 2 Jahren geschlechtsreif und kalben dann jedes Jahr. Sie können bis zu 27 Jahre alt werden und bis ins 21., 22. Jahr Mütter. Selbst einjährige Kälbchen trinken oft noch bei der Mutter, ja manchmal sogar die 2-jährigen. Die Wisent-Milch ist wesentlich fetter als die Milch unserer Hauskühe. Genauso fett übrigens wie Hasenmilch. Sie soll sehr schmackhaft sein und es geht die Sage, ein verirrtes Kind sei einst im Wald eine ganze Zeit von einer Wisent-Kuh gestillt worden, bevor sie es wieder nach Hause gebracht habe. Zum Dank dafür hätten ihr die Menschen ein Glöckchen umgehängt, damit jeder wusste, wer sie war und kein Jäger auf sie schieße.
Natürlich gibt es für die ganz Kleinen eine Menge Interessantes zu entdecken. Sie sind aber so gut bewacht, dass fast keine Chance besteht, zum Zug zu kommen. Ein ausgewachsener Wisent benötigt pro Tag etwa 20 bis 30 Kilogramm Futter. Und um seinen Durst zu stillen, 80 bis 100 Liter Wasser. Interessant ist zu erfahren, dass Wisente, auch die ganz Kleinen schon, Schlangen nicht fürchten, auch Giftschlangen nicht. Sie sind immun gegen Schlangengift und man nimmt an, dass dafür eine Pflanze namens Zubrowka verantwortlich ist, die mit auf ihrem Speiseplan steht. Zubrowka heißt auch ein Schnaps, der aus der Pflanze hergestellt wird. Hochgiftige Fliegenpilze fressen Wisente übrigens gelegentlich auch. Im Sommer haben sie trotz ihres dicken Fells sehr unter der Fliegenplage zu leiden. Ihre kleinen Freunde, die Bachstelzen, versuchen zwar, ihnen zu helfen, aber immer und überall sind auch sie nicht zur Hand. Außerdem, es gehört schon eine ganz schöne Portion Mut dazu, sich an einem solchen Koloss zu schaffen zu machen. Gejagt wurde der Wisent schon von den Eiszeitmenschen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war er schließlich in Europa nahezu ausgerottet. Ein paar hundert Exemplare lediglich hatten im Kaukasus und in den Urwäldern von Białowieża überleben können. Der russische Zar stellte sie zwar unter Schutz, konnte aber nicht verhindern, dass zuerst Wilderer und Aufständische und später dann, im Ersten Weltkrieg, die Soldaten der kriegführenden Parteien die verbliebenen paar Wisente immer weiter dezimierten. (1923) wurden schließlich in Białowieża und 1927 auch im Kaukasus der letzte wildlebende Wisent abgeschossen. Dass es heute überhaupt noch Wisente gibt, ist allein dem schon erwähnten Zaren von Russland zu verdanken. Er hatte einst von seinen Beständen in Białowieża insgesamt 56 Exemplare an verschiedene europäische Zoos oder private Wildgehege verschenkt. Nach der Katastrophe wurde mit ihnen der Versuch gemacht,
das völlige Verschwinden dieser Tierart noch im letzten Moment zu verhindern. Nach dem Vorbild der damals bereits bestehenden amerikanischen Bison-Gesellschaft wurde in Berlin eine internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents gegründet. Ihr ist unter anderem zu verdanken, dass seit 1957 wieder Wisente wild in Białowieża leben und sich dort langsam auch wieder fortpflanzen. Sogar im nördlichen Kaukasus gibt es sie wieder wildlebend, in einem großen Naturschutzgebiet mit Wäldern, Bergen und herrlichen Almwiesen. Sie stammen von Bullen ab, die mit Bisonkühen gekreuzt wurden. Deren Erbgut wurde Zug um Zug dann wieder ausgemerzt, sodass die heutigen sogenannten Kaukasus-Bergwisente ebenfalls jenen Wisenten entsprechen dürften, die früher hier lebten. Ein gleichermaßen interessantes wie seltenes Naturereignis bot während der Dreharbeiten zu diesem Film Gelegenheit für zusätzliche Verhaltensstudien. Eine Sonnenfinsternis trat auf und fast alle Tiere flohen vor der anrückenden dunklen Zone mehr oder weniger erschrocken dem Licht der Helligkeit nach. Sie waren sehr unruhig, erfassten offensichtlich nicht, was sich soeben ereignete und trachteten, ihr Unbehagen durch erhöhte Wachsamkeit in Grenzen zu halten. Die Rede war von fast allen Tieren, denn die Wisente verhielten sich völlig anders. Sie flohen nicht, sondern blieben während der ganzen Finsternis ruhig dort, wo sie gerade waren. Außer im Kaukasus und im russisch-polnischen Grenzgebiet leben Wisente heute auch in der Nähe des Baikalsees und in den Karpaten. Mehr oder weniger reinrassige Herden gibt es ferner in Zoos oder Wildgehegen der DDR, der Bundesrepublik, der Schweiz, Finnlands und anderer europäischer, ja auch außereuropäischer Länder. Trotz dieser erfreulich erscheinenden Lage ist die Situation allerdings nach wie vor ernst. Noch ist jene Zahl von mindestens 2000 Exemplaren nicht erreicht, die nach Ansicht von Fachleuten erforderlich wäre, um die Gefahr des Aussterbens dieses herrlichen Wildrinds endgültig zu bannen. Neben der Hege und Pflege der Tiere selbst wird es auch immer mehr darauf ankommen, ob es gelingt, ihnen